Geschäftsreisen. Mitunter ist die Abwicklung aufwendiger als die Reise selbst für alle Beteiligten. Diejenigen, die reisen, aber auch die, die sie bearbeiten. Zeit und Nerven kann man da sparen und noch einiges mehr. Wie? Ist jetzt Thema mit Concur. Mein Name ist Ralf Czepanski. Willkommen bei The Business Debate. Susanne Welsch-Lehmann, Götz Reinert, man kennt es, Taxiquittungen, Hotelrechnungen. Wie wollen Sie aus Sicht des Marketings mit dieser Zettelwirtschaft aufräumen? Ja, also genau mit diesem Bild der Belegberge wollen wir auf jeden Fall aufräumen, die unter Umständen ja auch entstehen, weil Geschäftsreisende nicht den größten Spaß haben daran, Reisekosten abzuwickeln, sondern sie teilweise auch wochenlang vor sich herschieben, was dann wiederum in der Buchhaltung zu großen Überraschungen führt und vor allem für den Finanzvorstand, er wirklich erst im Moment der Reisekostenabwicklung weiß, welcher Cashbedarf auf ihn zukommt. Und damit wollen wir aufräumen. Und zwar indem schon im Moment der Buchung sowohl der Reisende einen Vorteil hat, nämlich dass die Buchungsbelege bereits vorbereitet werden für die Reisekostenabwicklung und für den Finanzvorstand schon im Moment der Buchung er weiß, welcher Cashbedarf in möglicherweise Wochen auf ihn zukommt. Jetzt wird Digitalisierung ja gern als Zauberwort genannt, aber was bringt es tatsächlich in der Umsetzung fürs Ausgabenmanagement? Also dafür sind 4 Elemente enorm wichtig. Zum einen ist es die Information, die Transparenz und dann aber auch natürlich die Analyse dieser Informationen und als 4. Punkt die Thematik der Geschwindigkeit. Das heißt, Sie wollen alles, was Sie natürlich auch als Information bekommen, auch in Echtzeit haben. Stellen Sie sich vor, Sie werden von Ihrem Finanzvorstand gefragt, welche Reisekosten Sie in den letzten 3 Monaten verursacht haben. Dann ist ein normaler Prozess im Unternehmen, dass erstmal Controlling, Finanzen, alle möglichen Bereiche, wie zum Beispiel auch das Travel Management oder sogar Ihr Reisebüro angefragt werden, um diese Informationen zu aggregieren und auch zur Verfügung zu stellen. Wir wollen genau damit aufräumen und dann die Möglichkeit schaffen, dass sich auch sowohl der Reisende selbst als auch der Finanzvorstand wohlfühlt, wenn er diese Informationen in schneller Geschwindigkeit und nahezu Echtzeit auch transparent zur Verfügung gestellt bekommt. Und aus Sicht des Marketings, wie sieht es aus, wenn ich muss die Beteiligten ja tatsächlich mitnehmen, dass sie mitmachen, dass das auch gelingt und dass diese kleine Revolution auch tatsächlich durchgeführt wird? Ja, also das ist wirklich der wichtigste Aspekt, ist der Faktor Mensch in der Tat. Und es ist ein absolutes Muss, dass solche Reisekostenmanagementsysteme heutzutage den Ansprüchen der Geschäftsreisenden entsprechen. Inwiefern? Heutzutage sind Reisende sehr technikaffin, mobilaffin und das kennen Sie wahrscheinlich von sich selbst. Privat buchen Sie mit Sicherheit auch Dinge online, Hotels, Flüge, S-Bahn-Tickets etc. Und so ist es natürlich auch im Geschäftsreisebereich. Diese Dinge müssen wirklich sehr, sehr leicht von der Hand gehen. Die Geschäftsreisen wollen keine Zeit mehr verlieren mit Administration von Belegen. Wie habe ich es mir in der Praxis vorzustellen? Man kennt es, der eine Mitarbeiter bucht seinen Flug selbst, der andere sich lieber das Hotel oder er bekommt es gebucht. Wie wird das zum System? Zum einen ist es so, dass für uns das kein gebrochener Prozess ist oder ein Medienbruch darstellen muss. Für uns ist es ein End-to-End-Prozess und zwar sogar vor der eigentlichen Buchung, das heißt, bevor Sie überhaupt erst anfangen zu planen, bis hin tatsächlich über die Reise hinweg bis zur Endabrechnung. Daher ist es ganz enorm wichtig zu verstehen, dass Concur an der Stelle eine Plattform bietet, die auch in der Lage ist, diese Informationen zu aggregieren, zu transferieren und wieder an den Reisenden als auch an die jeweiligen Unternehmensteile zurückzuspielen. Und wenn das Unternehmen tatsächlich den Wunsch jetzt entdeckt, das zu digitalisieren, wie schwer ist es, das in die Wirklichkeit zu übertragen? Das funktioniert nur dann, und das ist wie bei jeder Digitalisierung, wenn der Mensch tatsächlich mitspielt und tatsächlich auch das System nutzt. An der Stelle ist es einfach die Frage, wie haben Sie die Möglichkeit, es verfügbar zu machen und wie einfach ist es in der Handhabung. Und wenn Sie alles in Ihrem mobilen Endgerät möglich machen zur Nutzung, dann haben Sie auch die Akzeptanz der Mitarbeiter, dass es auch tatsächlich genutzt wird. Und ich möchte gerne ergänzen, dadurch, dass die Daten ja sowieso elektronisch erfasst werden, ist es auch Geschichte, dass Sie diese nicht mehr archivieren brauchen. Sie brauchen keine Ordner mehr zu Hause zu haben, sondern der Beleg ist Geschichte und Sie können ihn getrost entsorgen. Susanne Welsch-Lehmann, Götz Reinert, danke für The Business Debate. Sehr gerne.